Frau Vallarigo, mit 8 Jahren erlebten Sie eine Nahtoderfahrung. Wie kam es dazu? Ja, ich war im Schulhaus und mit meinen Freundinnen. Es war nach der Schule, da wir auf den Musiklehrer warteten. Und das war, ja, wir spielten dort ein bisschen und es gab eben Schwedenkasten, die waren relativ hoch nebeneinander und wir spielten Fangis, also ja, Fangen auf diesen Schwedenkästen. Und dann habe ich plötzlich die Orientierung verloren und fiel rückwärts hinunter auf den Boden. Mit dem Kopf schlug ich an und von da an habe ich nichts mehr in dem Sinn körperlich wahrgenommen. Ich weiß nur, dass ich oben auf diesen Schwedenkästen noch weiter spielte und meine Freunde schauten hinunter auf den Boden, wo mein Körper lag. Und ich habe das in dem Moment nicht realisiert, schaute nach unten und sah meinen Körper. Aber ich war mit meinem Bewusstsein, ich nenne das mal so, auf den Schwedenkästen mit meinen Freundinnen. Zuerst musste ich ein bisschen nachdenken, was ist da passiert. Und plötzlich bekam ich Panik, wenn ich irgendwie mein Bewusstsein wusste, was geschehen ist. So wahrscheinlich, ich bin nicht mehr in meinem Körper. Ich aber selber hatte das damals gar noch nicht richtig verstanden, was da passiert ist. Und da war beim Gang, am Ende vom Gang, war eine Tür, eine große Holztür, weil ja, ich hatte diese Panik und wollte dann schlussendlich auch Hilfe holen. Dann schwebte ich durch den Gang zur Tür und wollte die Tür öffnen mit der Hand. Ja, und da ging ich durch die Tür, so gesagt. Und merkte, okay, dann gehe ich halt durch die Tür. Dann bin ich durch die Tür gegangen mit der Hoffnung, da ist jemand, ist aber niemand da gewesen. Ging ich wieder ins Flur durch die Tür und ja, in dem Moment, als ich durchging, sah ich hinauf und sah einen Tunnel, einen dunklen Tunnel, schwarzen Tunnel. Aber am Ende des Tunnels war ein Licht, ein ganz helles, wunderschönes, helles Licht. Also es ist nicht vergleichbar mit der Sonne. Es ist noch heller, aber nicht heiß, so wie wir das kennen hier. Ja, und irgendwie hatte ich das Verlangen, da durchzugehen, zu dem Licht hin. Dann ging ich hin, also flog durch den Tunnel, ging hin und am Ende des Tunnels im Licht war eine Gestalt. Also ich nenne jetzt es war schon menschlich, aber einfach ohne Körper. Also so wie ich. Kann man dem Geistkörper sagen? Ja, kann man so. Die einen nennen das Astralkörper, ja, kann man auch Geistkörper nennen. Ja, und dann stoppte mich diese Person, es war eine Frau, also für mich weibliche Person, die stoppte mich an der Grenze zwischen dem Tunnel und dem Licht und sagte, ja, telepathisch natürlich, sagte zu mir, wenn du die Schwelle übertrittst, dann bist du tot. Also dann wirst du nicht mehr zurückgehen können. Dann habe ich gesagt, ja und jetzt? Was soll ich jetzt tun? Dann sagte sie, komm mal, ich zeige dir etwas. Und dann hat sie mir gesagt, schau mal nach unten. Dann habe ich nach unten geschaut und sah die Welt. Das ist die Welt von oben, also unsere Welt. Und ich war wie im Weltall, so gesagt. Wie groß war diese Welt für Sie? Für mich war sie riesengroß. Aber ich sah auch noch, so gesagt, ins Universum hinaus oder hinein und sah noch mehrere Planeten, so wie wir sie von hier aus aussehen. Ja, aber sie zeigte mir bewusst die Erde.
Und sie sagte zu mir, du kannst dich selbst entscheiden, ob du zurückgehen möchtest oder in das Licht, also hier zu uns kommen möchtest. Und ich kannte diese Person nicht, ich wusste nicht, wer die wäre. Ja, dann habe ich überlegt. In dieser Zwischenzeit hat sie mir auch ein bisschen gesagt oder gezeigt, wie meine Zukunft aussehen wird, weil ich war so verwirrt, weil ich einfach nicht verstand, was das genau sein sollte, wo ich bin. Und sie zeigte mir den Grund, wieso ich am besten wieder zurück auf die Erde, in meinen Körper gehen sollte. Ja, weil ich das für mich als Seele so entschieden habe. Wenn ich jetzt aber hier bleiben, also dort bleiben würde, dann müsste ich wieder geboren werden und die gleiche Phase nochmals erleben, so wie ich es für mich, sie sagte, für mich geplant habe. Ja, und dann habe ich gesagt, ja gut, ich kann jetzt nicht meine Eltern alleine lassen und wollte es auch nicht mit der Trauer, die sie hätten gehabt. Und dann habe ich schlussendlich mich entschieden, zurückzukehren. Ja, mit meinem Bewusstsein flog ich wieder durch diesen Tunnel zurück und stand neben meinem Körper, der mittlerweile am Boden lag, auf dem Rücken. Und ja, ich stand neben meinem Körper. Und dann habe ich mich entschieden, in den Körper hineinzugehen und ja, und ging in den Körper hinein. Und ich muss vielleicht vorher noch sagen, aus meinem Körper habe ich nichts, keine Schmerzen, hatte ich nichts gespürt. Es war wunderschön, leicht und ja, ich spürte gar nichts. Und nachdem ich in den Körper hineinging, also ich bekam wieder Luft, ich nahm wieder Luft, oder? Ich hatte wie keine Luft mehr gehabt und meine Freunde und mittlerweile auch ein Lehrer, der dazu gekommen ist, der hat zu mir gesagt und meine Freunde, oh, sie bekommt wieder Atem. Und da spürte ich alles, da spürte ich hatte wahrscheinlich eine Hirnerschütterung, Schmerzen, mir war es schlecht und ja, war auch verwirrt, weil ich zwar bewusst wahrgenommen habe, was ich erlebt habe, aber dass ich wieder in meinem Körper war, das musste ich zuerst mal ja, wieder realisieren und annehmen, bewusst. Ja, und dann ging ich schnell auf die Toilette mit meiner Freundin und da kamen dann meine Eltern mich abholen und ging nach Hause. Ja, und von da an war mein Leben komplett anders. Also ich machte mir unglaublich viele Gedanken über Gott und die Welt, was ich vorher gar nicht hatte. Ich bin zwar katholisch erzogen worden, aber die Kirche ja, war nicht meine Welt. Auf jeden Fall nach diesem Erlebnis habe ich das meinen Eltern erzählt und die haben gesagt, natürlich, ja, hast du dir nur alles eingebildet. Und das war für mich ja, traurig, weil ich konnte es mit niemandem teilen. Und so lebte ich mein Leben bis heute, lebe ich damit. Es ist nicht immer einfach, weil auch in diesem Licht habe ich sehr viel Liebe erfahren. Also Liebe, eine Liebe, die man hier nicht kennt. Es ist so eine unendliche, bedingungslose Liebe. Das, was ich dort erlebt habe, das gibt es hier in dem Sinn nicht. Aber von da an konnte ich wie die Menschen auch besser verstehen, wenn sie in einem Leid waren, was ich vorher, war es mir egal. Aber sobald jemand traurig war, tröstete ich ihn, weil ich diesen Trost auch erlebt habe in diesem Licht. In den späteren Jahren machten Sie noch weitere besondere Erfahrungen. Wie kam das? Durch dieses Erlebnis, glaube ich, hatte ich ja, Erscheinungen von meiner verstorbenen Großmutter.
und von meiner besten Freundin, die mit 15 gestorben ist. Bei meiner Großmutter war es so, meine Eltern, die sind Italiener und in Italien, ja damals, heute vielleicht nicht mehr, hatte man den Sarg im Haus und da war die Leiche im Sarg. Und neben dem Sarg war ein Kanapee. Ja, und wir standen alle hintereinander, um uns zu verabschieden von, ja, sag ich jetzt mal, von ihr am Sarg an. Und da schaute ich zum Kanapee und sah meine Großmutter dort sitzen. Und ich habe das, ja, ich dachte, das ist, weiß nicht, eine Illusion. Aber dann machte sie mir eine Gestik und sagte so, hallo. Und ich, sie ist ja im Sarg, ist sie jetzt auferstanden? Also ist sie jetzt aufgestanden? Und ja, ich realisierte das dann nicht so. Und dann sagte sie, es ist alles gut, ich bin hier. Und plötzlich realisierte ich, dass es wirklich real ist, für mich zumindest. Und wollte meinen Vater, der vor mir war, ja, an die Jacke ziehen, um ihm das zu sagen. Sieh mal, da ist die Großmutter. Und in dem Moment sagt sie, nein, also sie hat nichts gesagt, sie hat nur die Gestik, ja nicht, weil ansonsten wahrscheinlich hätten sie gedacht, ich spinne, weil sie es nicht sahen. Und dann habe ich nichts getan, bin vorne zum Sarg dann schlussendlich angekommen und sah hinein, sah die Leiche und neben der Leiche das Kanapee und sie saß drauf. Und das war sehr speziell, weil sie lachte mich an und ich wusste, aha, ja, dann ist ja alles in Ordnung. War sehr glücklich und springte herum. Und dann kam mein Vater zu mir und sagte, sei nicht so freudig, deine Großmutter ist gestorben. Wie alt waren Sie da? Da war ich 12. 12, ja. Ja. Und ich kannte diese Phänomene gar nicht. Ich hatte zwar mit jüngeren Jahren auch schon so Erscheinungen in der Nacht, aber die kannte ich nicht. Also, und das war für mich auch wie eine Illusion. Aber nach diesem Vorfall wurde mir so langsam bewusst, ja, nach meinen Nahtoderfahrungen plus noch das, kann das fast nicht eine Illusion sein für mich. Ja, und so habe ich damit dann auch noch gelebt. Und mit 15 verstarb meine beste Freundin, ja, und die Petra. Sie kam beim Autounfall ums Leben mit seiner Mutter und Vater. Und damals war ich am Boden zerstört, weil ich einfach, ja, also sie war meine beste Freundin und ich konnte mich nicht verabschieden. Das war für mich recht hart. Und nach etwa einer Woche war ich im Bett am Schlafen und da weckte ich auf und sah in den Raum und der Raum war hell, wie das helle Licht, wo ich damals bei der Nahtoderfahrung erlebt habe. Ja, dann dachte ich wieder so, ich halluziniere, aber es war nicht so, es war so, dass ich mich aufrichtete im Bett und sah vor mir diese Petra, diese beste Freundin, ja, wieder als Menschengestalt vor mir und telepathisch sagte sie zu mir, hey Isabel, es geht mir gut, ich wollte dir sagen, du musst nicht traurig sein, hör auf, traurig zu sein, es geht mir gut und ich werde immer für dich da sein. Und es war für mich so eine Erleichterung, sie zu sehen. Ja, da wollte ich wieder meinen Eltern rufen und als ich mich abwandte zur Tür und sie rufen wollte, verschwand das Licht und sie auch. Ja, und dann war das noch ein Erlebnis, das ich bis heute mit mir trage und sehr schön ist, weil ich nachher in Ruhe einschlafen konnte
Und am nächsten Tag war ich wieder glücklich. Für mich war das einfach erleichternd. Und von da war ich auch nicht mehr traurig, weil ich wusste, ja, sie ist ja da. Frau Valarigo, was für Auswirkungen hatten all diese Erfahrungen auf Ihr weiteres Leben? Das Schwierigste für mich war, diese ganzen Erlebnisse mit der weltlichen Ansicht zu kombinieren. Weil das war so schwierig, weil ich nur mit niemandem darüber sprechen konnte. Sie dachten, ich spinne. Ja klar, würde ich wahrscheinlich auch denken, wenn ich es nicht selbst erlebt hätte. Weil ich bin ein sehr kritischer Mensch. Ich glaube nicht alles, was gesagt wird. Und kann auch sehr gut verstehen, wenn Menschen das nicht glauben, was ich erlebt habe. Aber ich suchte dann Antworten in Büchern und sah, dass ganz viele andere Menschen das auch schon erlebt haben. Und das gab mir so eine gewisse Ruhe und Frieden. Für mich waren diese Erfahrungen ein Segen und eine Belastung. Der Segen war, dass ich diese Liebe in mir tragen durfte, bis heute noch, die ich dort empfangen habe. Und das ist eben diese bedingungslose Liebe. Ja, und nicht so schön war oder ist noch bis heute, dass ich manchmal so sensibel bin, also dass ich einfach Mühe habe, hier auf der Erde zu leben, weil ich nicht verstehen kann, wie Menschen einander schaden können. Für mich ist diese Verbindung zwischen dieser Erfahrung und hier zu leben, ist wie erhalten geblieben. Und die wird ich auch nie vergessen. Ich habe auch wie Zugang zu diesen, wie zu dieser Frau, wo mich damals im Astralebene, sage ich dem mal, empfangen hat. Und das ist wie eine Mutter für mich. Und ich spreche auch ab und zu mit ihr. Aber im Alltag vergesse ich manchmal auch diese Liebe, die ich dort empfunden habe, dieses Empfangensein. Also das vermisse ich sehr, weil es einfach hier auf der Erde nicht gleich ist. Und ich glaube, dass ganz viele, die eine ähnliche Erfahrung wie ich gemacht haben, dasselbe empfinden. Herzlichen Dank für das Gespräch. Danke Ihnen vielmals.